Willkommen zurück bei Bricks Go Wild und willkommen zurück zu sehr seltsamen Zeiten, denn aus welchem Grund auch immer akzeptiert mir Rita meinen Kaffee nicht mehr. Sie hat heute zur Nachmittagspause ein Actimel getrunken und ich bin alleine mit meinem Kaffee hier. Ich hoffe, ihr trinkt auch Kaffee und euch geht's gut. Rita? Ich glaube, es liegt daran, dass wir derzeit immer irgendwie, entweder es ist brutal heiß oder es regnet und es wird brutal kalt. Und das ist für meine... Und das ist für meinen... Ja. Ihr seht, sie hat auch Wortfindungsschwierigkeiten, deswegen gehen wir gleich ohne Umschweife hier weiter im Programm. Und zwar vielen lieben Dank für eure zahlreichen Kommentare zum Park im letzten Video. Wir haben uns jetzt daran gemacht und zwar nicht beim Naturgebiet dort hinten weitergearbeitet, wo ich eigentlich vorhatte weiterzumachen, sondern in der Innenstadt. Aber zuerst noch eine ganz besondere Ankündigung, abseits der Tatsache, dass Rita keinen Kaffee mehr trinkt. Übrigens, das ist ein Crash Bandicoot, ich kann es jetzt nicht, weil es nicht noch ziemlich voll ist, schwenken. Crash Bandicoot, eine Legende auf der PS1. Ich hatte zwar nur das Nintendo 64, aber Crash ist immer noch einer meiner Kindheitsstars. Rita hat mir jetzt mal eine Tasse geschenkt. Eine besondere Ankündigung ansonsten oder abseits des Kaffee-Dilemmas, wie ich es nennen würde. Da bin ich jetzt gespannt. Rita, ich habe dir gesagt, was wir heute filmen. Wir haben, und ich glaube, du machst das absichtlich so, denn ich wusste von dem Set auch nichts mehr. Ein paar haben uns schon gefragt, haben gesagt, habt ihr das Set gekauft? Wo ist es? Rita hat schon ganz vergessen, um was es überhaupt geht. Ja. Es ist ein neues Modular-Building bei uns in der Stadt eingezogen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, wir haben es schon ein paar Tage jetzt in der Stadt hier. Aber jetzt erst gut eingebaut. Aber jetzt ist es eingebaut und zwar ist das wunderbare Boutique-Hotel jetzt hier. Es ist am Anfang hier drüben gestanden, wo aber der Bahnhof mal hinkommt. Welcher werdet ihr noch sehen. Gefühlt sind wir die Letzten, die das vorstellen, oder? Also wir stellen es eh nicht vor in Detail. Also keine Sorge. Ich glaube, ihr habt die Reviews schon zu Genüge gesehen. Wir möchten es euch nur zeigen, dass es jetzt hier steht. Meine liebe Mutter, vielen herzlichen Dank fürs Aufbauen und liebe Grüße, hat die Kiste, ich habe das Set kurz nach Weihnachten bekommen, gleich am 1. Jänner bestellt und dann ihr zum Aufbauen überlassen und jetzt war es soweit und sie hat das innerhalb von einem Halbtag, glaube ich, aufgebaut. Und es steht jetzt hier. Es ist ein wunderbares Set, wie ich finde, fügt sich sehr schön in unser Stadtbild ein, passt auch hier sehr gut zu dieser Polizeistation, finde ich. Ja. Definitiv. Und auch immer praktisch, wenn man neben dem Hotel so einen kleinen Donutladen hat. Falls das Frühstück nicht mundet, kann man da hineingehen. Naja, man muss sich absichern. Man muss sich absichern. Oder vielleicht auch, wenn der Kaffee zu Hause nicht mehr schmeckt, auch ein kleiner Donutladen. Wisst ihr, das Tragische an dieser Geschichte ist ja, ich habe 8 Jahre lang in einem Kaffeegeschäft gearbeitet und weiß so einiges über Kaffee. Und jetzt werden nur mehr die ganz billigen Kapseln gekauft. Und Rita schmeckt der Kaffee nicht mehr, weil das hat andere Gründe. Auf jeden Fall haben wir uns gedacht, dass man hier, wenn man dann in Wild City ankommt, am Hauptbahnhof, dass man dann hier vis-à-vis gleich das Hotel hat, wo man einchecken kann. Es gibt zwar auch auf der anderen Seite das Café Corner, welches ja ein nicht eingerichtetes Hotel ist. Aber wir haben das hier jetzt mal platziert. Und Rita hat sich hier verwirklicht. Und zwar war das erste Mal, dass sie hier mal die Gehsteige gefliest hat. Dankeschön. Und auch zusätzlich, was mir sehr, sehr gut gefällt, Teile aus dem Legoland. Und zwar haben wir hier Palmen, wir haben hier so Blumentröge, das sieht sehr edel aus. Ihr wisst, wir fahren ja gerne im Sommer auch nach Italien zum Beispiel. Dort kennen wir das, dass hier die Straßen immer so schön eingesäumt sind. Und ja, das wird hier eine sehr schöne Ecke werden, glaube ich. Demnächst kommt ja, das nächste Modular Building ist ja dann das Sanctorum, welches ja eher wieder zu den Marvel Sets passt. Da drüben Daily Bugle, das kommt auch irgendwo hier hin. Die Baustelle haben wir jetzt mal verschoben, aber das sieht jetzt schon um einiges freundlicher aus, wenn man hier die Anlage betritt. Naja, und das kommt ja nicht von ungefähr, dass ich diese Eingebungen hatte, sondern das waren ja eigentlich Kommentare von euch, die ihr geschrieben habt, dass wir unsere Wild City etwas begrünen sollen. Ich stelle mich hier hin, dann habt ihr die Stadt im Hintergrund und nicht nur die hässliche Türe. Die weiße Wand. Also,
dass wir die Stadt begrünen sollen. Und das wollten wir eigentlich schon lange mal machen, aber ihr wisst, Grünzeug ist so teuer. Jetzt haben wir ja im Legoland gut eingekauft und jetzt haben wir uns gedacht, wir reißen die Sache einfach mal an und machen da was. Und wenn ihr hier mal den Blick schweifen lässt über die Innenstadt, dann seht ihr, dass hier erstens einmal einige Palmen dazugekommen sind. Ihr wisst, Palmen gab es auch schon vorher bei uns, speziell am Hauptplatz. Aber es sind jetzt noch einige mehr Palmen dazugekommen und eben auch diese Blumentröge. Mit unter anderem den dreiblättrigen Blättern, macht das Sinn? Mit den 3 Blätterteilen. Ich weiß auch nicht. Genau. X8 ist die Teilenummer, falls ihr die wissen wollt. Das ist das Einzige, was ich mir merke. Aber wie das Teil heißt, weiß ich nicht. Mit vielen X8 mittlerweile in unserer Stadt. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Und was zum Beispiel auch mega ist, ich meine, da haben wir früher nur davon geträumt. Wir haben heute mit Ritas Mutter darüber gesprochen. Ihr wisst, dass diese Palmenteile hier bei Bricklink auch immer teurer werden. 30 Cent, teilweise 40 Cent müsst ihr dafür schon hinlegen, für ein Teil. Und früher waren wir froh, wenn wir Palmen gemacht haben, wo 3 oder 4 solche Palmenblätter drauf sind. Ja. Jetzt können wir fast schon verschwenderisch sein und teilweise doppelt, teilweise sogar auch dreifach bei den wirklich großen Palmen die Blätter anbringen. Und wir haben jetzt also schöne Palmen mit vielen Blättern. Hier habt ihr zum Beispiel eine mit doppelt, ich glaube, das sind 8 oder 10 Blätter drauf. Hier hinten ist noch eine alte mit 4. Das finde ich aber auch ganz gut, wie das so aussieht, dass das ein bisschen variabel ist und man hier ein wenig verschiedene Dinge hat, auch hier in dieser Straße. Ihr hattet vollkommen recht, es war nur bis jetzt unmöglich für uns, die ganzen Straßenzüge hier mit Palmen und allem Möglichen zu versehen. Es sah aber auch irgendwie sehr trist und sehr, sehr heiß aus. Es ist ja jetzt gerade noch Sommer. Wir wünschen uns manchmal auch mehr Bäume in der Stadt. Das stimmt, ja. Und ich finde, das sieht jetzt mit den Palmen um einiges netter aus. Was ich mir gedacht habe, während wir euch hier noch ein paar Eindrücke zeigen, wir sagen ja, und das ist auch wirklich in Natura so, dass dort unten beim Strand Süden ist, dort ist natürlich der Strand, dort ist die Beachparty am Abgehen und auf der anderen Seite ist Norden. Wo ja das wunderbare Elsa-Schloss ist. Zum Beispiel und das Winterdorf. Das heißt also, die Palmen sind natürlich hier im südlichen Teil der Stadt häufiger anzutreffen und je weiter man jetzt figurativ gesprochen nach Norden kommt, desto mehr Laubbäume sind dabei oder Nadelbäume. Das heißt, wir haben hier jetzt dann in der Mitte der Stadt ziemlich viele verschiedene Bäume. Hier sind Palmen, auf der anderen Straßenseite sind schon Laubbäume. Hier auch in dieser Straße. Das ist übrigens noch immer einer meiner Lieblingsshots, wenn man hier so schön reinsieht. Und dann je weiter man hier nach Norden kommt, desto mehr normale Bäume gibt es. Wir wollen dann auch natürlich mehr platzieren. Wir haben ja immer absichtlich hier schon Jumper Plates und normale Plates eingesetzt, damit wir hier noch, keine Ahnung, Zeitungsstände, Palmen und so weiter platzieren können. Und auch hier natürlich werden noch um einiges mehr Bäume platziert. Wir haben jetzt nur momentan leider keine 1x1er Rundbricks mehr. Wir haben nur mehr die dicken und die passen nicht für jede Straße. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber ich finde es trotzdem um einiges schöner. Ich finde auch die Idee eben, dass einerseits eben der heißere Teil unserer Stadt ist und der coolere Teil ist, finde ich auch eine ganz gute Überlegung, die wir jetzt eben hatten. Finde ich eine sehr gute Sache. Seht ihr, die Idee entsprang meinem gewieften und genialen Geist. Wie könnte es anders sein? Rita hat sie umgesetzt. Und ja, wir werden auf jeden Fall so weitermachen. Danke für eure vielen Kommentare, für eure Klicks, für eure Likes. Nur ihr macht dieses Projekt hier möglich. Ohne euch hätten wir erstens nicht so gute Ideen und zweitens könnten wir uns auch nicht diese tollen Teile hier leisten. Was steht als nächstes an, Frau Madame? Schwierig zu sagen. Ich habe ja noch meine ganzen Harry Potter Sets, die baue ich nach und nach auf. Da habe ich schon ein paar hingestellt. Da werde ich euch auch dann noch updaten, was ich da genau vorhabe. Ich muss erst in mich gehen und dann wirklich einen Plan machen. Aber dann werde ich euch updaten. Und ansonsten, glaube ich, werden wir ein bisschen beim Zoo weitermachen, ein bisschen U-Bahn. Ja,
weiß nicht. Was uns freut. Wir bauen, was wir wollen, um den Slogan eines bekannten Radiosenders neu zu interpretieren. Weißt du, wie heißt dieser Radiosender? Schreibt in die Kommentare, wenn ihr es wisst. War ein sehr erfolgreiches Konzept. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Auf jeden Fall nie in Österreich gehört. Aber, glaube ich, in Amerika und teilweise auch in Deutschland. Ja, wir werden noch ein bisschen begrünen. Wir haben jetzt die Teile gefunden, die wir brauchen. Die waren zuvor in diesen Tüten, in diesen Säckchen. Da waren wir ein bisschen verwirrt. Jetzt haben wir gefunden oder rausgefunden, wie das geht, auf gut Deutsch. Und haben noch jede Menge zu tun. Also haltet uns jetzt bitte nicht auf mit dem Video, sondern lasst uns bauen und wir sehen uns dann demnächst wieder. Wahrscheinlich wieder in Wild City, glaube ich. Ja, bitte schreibt es in die Kommentare, das mit dem Radiosender, denn sonst nervt mich das jetzt so viel, dass ich das googeln muss. Und dafür bin ich zu faul. Aber es ärgert mich, dass ich das nicht weiß. Also schreibt es in die Kommentare und den Christoph wird es mir sowieso nicht sagen. Kann ich gerne. Nicht in diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Freunde, und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.